Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ich habe mich gerade eingeloggt und heute weiß ich, weil ich gestern schon drauf geachtet habe, heute gibt es das nächste Erfahrungstürchen im Kalender. Ja, und das ist ziemlich nice, denn das gibt wirklich ordentlich XP. Da werden wir jetzt das Ding mal auf jeden Fall gleich mal abholen. Zack. Und wir bekommen 150 Millionen Erfahrung. Das ist gar nicht mal so wenig, wenn man mal so betrachtet. Und wir haben natürlich Stufe 515 erreicht, was auch sehr gut ist, sage ich mal. Ja, das ist eine coole Stufe. Und wenn man mal so beachtet, dass das jetzt das zweite Mal ist, dass man Erfahrung bekommt. Beim ersten Mal hatte man ja 100 Millionen bekommen, also zumindest die Leute, die halt 1,5 Milliarden Erfahrung brauchen pro Level. Das skaliert dann immer weiter runter. Je weniger man braucht vom Level, umso weniger bekommt man dann auch. Ja, und wir haben hier 100 Millionen bekommen, hier 150 Millionen. Und dann hier gehe ich mal wahrscheinlich davon aus, denn nochmal 200 Millionen. Ja, wenn das jetzt so stetig weitergehen würde. Also das ist ziemlich krass. Plus, dann haben wir ja nochmal den Levelaufstieg. Also, sage ich da nur, das ist ganz schön viel Erfahrung mal wieder, ja. Und da wird auf jeden Fall der ein oder andere, denke ich mal, ein paar Level genießen. So, wir drücken auf Weiter. Hi, was geht? Na? Ja, wir nehmen natürlich direkt eine Quest an. Ja, was nehmen wir denn hier? Nehmen wir mal die. So, und ja, so sieht das momentan aus. Stufe 515. Jetzt werden wir mal natürlich gleich hier weiter leveln. Zack, so, das haben wir gemacht. Das haben wir getan. Und guten Morgen. Und dann werde ich mal gleich im Shop gucken. Ah Mensch, die Tränke, die sind aber auch, ey, also die sind in letzter Zeit aber wirklich auch hier wieder Ravi-Dateiarchive. Ja. Nehmen wir mal einen Flügeltrank mit. Und so, da haben wir ihn gefunden. Ich weiß, man sollte ja am besten ja, nach Tränken suchen am Epic-Event. Ja, also das letzte Wochenende. Genau, da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr suchen können. Wenn man vielleicht noch über das ein oder andere Epic gestolpert. Also auch Tipp an euch vielleicht so, falls ihr das noch nicht wusstet. Dann, ja, und ihr eure Tränke aktuell halten wollt, dann sucht die lieber am Epic-Event, holt euch da ein paar mehr Tränke denn. Und dann habt ihr natürlich noch die Chance, nebenbei das ein oder andere leckere Epic damit abzugreifen, ja. Aber ich war auf das letzte Epic-Event war ich halt so mad gewesen, weil ich da mir ja eigentlich vorgenommen hatte, mich ein bisschen neu zu equippen und ja, dann eigentlich so durch diese Runen-Thematik da so abgefuckt worden bin, dass ich halt das Epic-Event da, ja, gequittet habe und dann mir erstmal gesagt habe, ich spiele jetzt erstmal nicht mehr, bis da sich irgendwas tut jetzt aktiv beim Epic-Event mit. Also ich blätter keine Epics mehr großartig und ja, meine Meinung ist da auch dabei geblieben. Aber ich sag mal so, zumindest hätte ich ein bisschen nach Tränken suchen können, ja, dass ich dann zumindest ein paar Wochen dann, ja, im Optimalfall dann bis zum nächsten Epic-Event Tränke parat, Tränke am Start habe. Wenn die Kunigunde ein paar Mal ausweicht, ist der Versuch gar nicht mal so schlecht, hier den Beschützer hier vielleicht eventuell zu dezimieren. Ah, schade. Jetzt nochmal so ein paar saftige Crits. Ah, nee. Also da hätte ich nochmal critten müssen. Und die Kunigunde hätte noch ein bisschen mehr reinhauen können. Aber ansonsten ist das schon ein sehr solider Versuch gewesen. Ja. Also ich gehe mal von aus, der wird die nächsten Tage eventuell, ja, der könnte eventuell machbar sein. Ja, da werden wir mal gucken. Und, ach so, ja, übrigens, wir haben in der Zwischenzeit auch hier den einen oder anderen Raid mal versucht zu besiegen. Ja, wir sind ja immer noch hier bei dem vorzeitigen Ende Teil 2. Kriegen wir immer noch nicht hin, weil sich sehr viele nicht halt zu den Kämpfen melden, sind halt relativ viele inaktiv. Sieht auch wahrscheinlich so aus, als ob wir auf lange Sicht gesehen unseren Platz 1 hier abgeben müssen. Ja, auf sehr lange Sicht gesehen. Also wir haben immer noch sehr guten Ehrenvorstand. Allerdings, ja, es ist ziemlich, ja, weiß ich nicht. Wir können ja mal in die Platz 2 Gilde mal reinschauen. Die haben wir zum Beispiel von den Ritterhallenpunkten her, ja, sind die deutlich besser.
Ja, ich glaube, wir sind da relativ, wir schneiden da nicht so gut ab. 436er Durchschnittslevel, da sind die schon höher als wir, also die sind schon deutlich besser als wir. Ja, also auf lange Sicht gesehen wird diese Gilde uns auch überholen. Aber es dauert eben halt noch, weil wir halt einen relativ großen Vorsprung haben, ja. Ja, da kann ich nur sagen, falls ihr Lust habt und auf S31 spielt, dann seid ihr recht herzlich eingeladen, hier zu uns in die Gilde zu kommen, solange ihr schon einen relativ hohen Account habt. Ja, aber mal gucken, zumindest kommt so ein bisschen Spannung rein. Ich meine, meine Gilde, oder nicht meine Gilde, die Gilde, in der ich bin, interessiert das wahrscheinlich nicht ganz so wie mich jetzt. Oh, dass wir jetzt irgendwie vom Thron gestoßen werden. Ich meine, klar, die ersten natürlich, ne, ist klar, aber ja, dann hört es auch schon relativ schnell auf, dann ist hier halt, ja, an jeder Ecke mal jemand inaktiv, das ist halt leider, ja, es ist halt leider so bei einem älteren Server, ne, genau. Irgendwie spinnt das Game jetzt hier gerade rum, keine Ahnung, warum, ja, liegt wahrscheinlich am neuen PC, ja, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht, war kurz irgendwie bisschen laggy. So, wir füttern die Pets durch. Zack. So. Viele Früchte haben wir leider nicht. Ziemlich schade, das Ganze. Würde ich mir auf jeden Fall mehr wünschen. Vielleicht kriege ich noch ein bisschen was. Ich glaube, ich habe hier mit meinem PvP-Equipment schon wieder angenommen, ne? Perfekt. Ja, das läuft hier wieder wie ein Länderspiel. Ja, damit geschmeidige 6 Millionen Gold mal wieder in den Sand gesetzt. So. Und ja, mal gucken. Hütchenspieler, bist du wenigstens gütig. Nehmen wir mal Gold hier. Perfekt. Gut. Dankeschön dafür. Intelligenz dreimal steigern. Das ist natürlich, das fällt mir besonders schwer als Magier. Ja. Zack. Nice. Und dann drehen wir mal auch direkt am Rad. Mal gucken, was da so bei herumkommt. Nix. War da nicht ein Item mit bei? Sah so aus irgendwie. Ach so, ganz viele. Ach so, das sind die Schuhe, die ich noch sehr gerne zerlegen wollen würde. Nicht zerlegen, sondern ich warte darauf, dass ich das hier zur Hexe bringen kann. Hier die Schuhe. Jo, deswegen. Ja, was ist das hier eigentlich? Achso, Handschuhe, ja gut, das brauche ich auf mein Hohen-Equipment. Ja, Entschuldigung, ein bisschen müde. Ja, ich nehme wieder zu sehr unchristlichen Zeiten auf. Obwohl, so unchristlich sind die gar nicht, aber mein Schlafrhythmus ist es, auf jeden Fall. Ja, sind wir soweit durch hier? Wir gucken nochmal kurz rüber auf den Battlemage. Hier sehe ich, können wir den Greifen einmal leasen, ja. Wenn da immer schon die Stundenzahl angezeigt wird, dann läuten bei mir immer schon so ein bisschen die Alarmglocken. Alarm! Ja, wir brauchen einen Stärketrank. Bitte blätter weiter. Ja, dankeschön. Ah ne, das ist ein Ausdauertrank. Ja, mal gucken, wie lange das hier sich wieder hinziehen kann. Ja, bis wir einen Stärketrank bekommen. Das könnte Dekaden wieder an Zeit kosten. Ja, das ist. Also manchmal ist das. Also manchmal ist das echt wie verhext. Wollte der den jetzt nicht mehr kaufen? Gut, dann blättern wir halt. Also ich weiß nicht. Irgendwie, ja, habe ich da kein gutes Gefühl bei der Sache. manchmal leckt das Spiel irgendwie. Keine Ahnung warum. Dann nehmen wir nochmal den mit hier und ja, es ist wieder wie verhext. Ja, man kennt es nicht anders. Das passiert mir so häufig, dass ich nach einem Trank suche und er will, ach komm, er will einfach partout nicht erscheinen. Ja, das ist wirklich, ich suche nur ein, ach nein, das ist wieder ein Desaster. Das ist, also 10er, ihr kennt das bestimmt auch gerade. So, ihr sucht einfach nur nach einem Trank. Nach einem Trank, den ihr einsetzen könnt. Es ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Oh, ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Da, endlich. Oh mein Gott. Wie viele Pilze hat das schon wieder gekostet? Oh, das Leid eines Pilzspielers. Es ist zu heftig einfach. Ja. Und vor allen Dingen, das passiert mir so häufig. Was haben wir hier für ein Equipment an? Hier haben wir schon das feste Equipment an. Okay, gut. Ja, das ist, weiß ich nicht, das kommt wirklich sehr, sehr häufig vor, muss ich sagen. Dass mir wirklich nur ein Trank fehlt und ich bekomme immer einen Flügeltrank oder einen anderen Trank.
den ich nicht gebrauchen kann. Ja, das ist immer wie verhext denn. Und ja, der will auch hier nicht angreifen irgendwie. Ziemlich widerspenstig heute hier das Spiel. Ja, hier die Gegner versuchen wir natürlich auch noch bald in Bälde. Da werde ich mal versuchen, dass ich da das ein oder andere neue Item bekomme, per Zufall. Ja, wie gesagt, weil Blättern ist ja nicht so mehr drin. Und zumindest erstmal nicht. Und vielleicht auch eine vernünftige Waffe, so. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool, obwohl die noch einigermaßen aktuell ist. Ja. Drehen wir ja auch mal am Rad. So, mal schauen, was bei rumkommt. Zack. Was haben wir hier als Quest heute? Petkampf gegen anderen Helden. Wird sehr schwer. Mal gucken, ob wir da ein bisschen Glück bei haben. Ja, genau. So, wir haben 2 Items bekommen. Die können wir auch, ja, eins in die Toilette schmeißen, zerlegen. Das andere werden wir auch zerlegen. Bringt nicht viel Gold, deswegen wird das zerlegte Teil. Skillen den Rest von unserem Gold in Stärke. Und, ja, dann gucken wir noch mal kurz hier auf den Berserker lang. Hallo, guten Tag. So, ich hatte noch vergessen, auf dem Battle Mage hier noch schnell... Ja, perfekt. Dachte ich mir schon fast. So, bist du hier gütig? Nehmen wir die. Perfekt, es klappt heute wieder sehr gut. Gehen wir mal auf den Dämonenjäger noch rüber, schnell mal noch ganz kurz. So, was hast du hier? Ja, Holz. Perfekt. Ja, also das ist wirklich unglaublich, was hier heute wieder abgeht, ja. So. Keine Ahnung, also. Ja. Hier baue ich auch einfach komplett ohne System. ja, aber irgendwie wird das schon alles früher oder später auf die maximale Stufe gebracht worden sein. Dauert halt nur eventuell ein bisschen länger. Genauso wie bei dem Rest von diesem Account hier. So, kriegen wir den Komma-Kommandeur vielleicht hier 10-mal wiederbeleben, wäre ganz cool. Ne, bekommen wir leider nicht, schade. Ja, gucken wir nochmal rüber auf den Berserker, nehmen hier nochmal die Kämpfe an und dann sind wir erstmal durch. Ja, mit dem Gröbsten soweit. Und ja, können hier nochmal schnell einen Dungeon-Fight machen, Petkampf. Und dann soll es das erstmal soweit für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wie immer, falls es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.